Moin moin Matrosinnen und Matrosen, herzlich willkommen, hier ist der Klabautermann. Folge 2 im finalen Release von Icarus. Wir waren letztes Mal in der Mission 1 und die Missionsziele seht ihr oben links beschrieben. Das sind diese 3 Bullet Points. Und wir haben die Mission erreicht, das heißt, ich könnte jetzt auch, und das mache ich jetzt auch, warte, ist da noch ein Wolf gekommen? Nee. Weil das Einzige, was ich tatsächlich hier mitnehmen kann, sind meine Erfahrungspunkte. Ich bin jetzt auf Level 4. Und ich könnte natürlich sagen, ich nutze das hier, um auf Level 5 hochzukommen. Okay, ich bleibe noch hier. Ich mache jetzt quasi aus der Mission mache ich einen kleinen Jagdausflug. In der Hoffnung, dass ich am nächsten Tag gut und schnell auf Level 5 raufkomme. Indem ich Tiere jage. Und die Erfahrungspunkte fürs Jagen der Tiere sozusagen mitnehme. Und dann gehe ich zurück zu meinem Dropship und fliege zurück, weil die eigentliche Mission, links drüben diese 3 Bullet Points, Hunt, Gather, Craft, you leveled up, gib dein Geld für oder deine Erfahrungspunkte für Blueprints und Talentpunkte aus und baue einen Shelter, habe ich. Und einen Schlafsack, habe ich. Kann ich die Karotte auch, warte mal noch, bis hier das Fleisch gebraten ist? Kann ich mir da irgendwie eine gebratene Rübe oder sowas draus machen? Ja, kann ich. Grillkarotte. Eine Grillkarotte wird das. Das ist ja cool. Nur was ich hier mit dem Kakao und dem Tee mache, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ach, jetzt verbrennt er das rohe Fleisch als nächstes zu einem gekochten Fleisch. Das hier ist die Grillkarotte. Er hat so eine gewisse Reihenfolge oder Wertigkeit, welche Sorte von Brennaufträgen er zuerst macht. Da scheint die Karotte relativ weit hinten zu stehen. Ich weiß, rohes Fleisch ist das, was er als erstes tut. Und das heißt, wenn du gleichzeitig viel Fleisch und ein bisschen Fisch auf den Grill legst und wartest drauf, dass endlich doch der Fisch gar werden möge, dann bist du unter Umständen enttäuscht, weil er erst das komplette Fleisch durchbrennt. Und das kriegst du halt, wenn du mit Pfeil und Bogen unterwegs bist, kriegst du das leichter mal. Da ist ein Hirsch. Jetzt habe ich ihn. Da ist eine Gemse. Bin ich denn doof? Bin verstohlen. Ja, jetzt funktioniert's. Das waren 390 XP. Das waren 620. Gehen wir jetzt schnell ins Bett. Schauen mal, ob morgen früh... Also das ins Bett gehen ist so ein bisschen, du spulst eigentlich nur die Zeit vor. Ich gehe davon aus, dass das Tierkadaver jetzt da drüben noch liegt. Und vielleicht ein Wolf anlockt und der ist ja auf die Entfernung. Das ist ja ein einfacher Schuss. So, jetzt nehmen wir mal so eine Karotte. Gucken mal, was die jetzt... Ach, die macht uns keinen Bonus, weil ich sie zu früh genommen habe. Kann nur 3... Wir gucken uns im Inventar mal an. Hier. Kann 3 Essensboni kann ich haben. Also ich habe jetzt plus 75% Ausdauer noch für, weiß ich nicht, 60 Sekunden. 75 Gesundheit und Gesundheitsregeneration. Und 50 Ausdauer und verbrauche weniger Wasser. Und da liegt mein Köder. Aber kein Wolf kommt. Ja, wir haben hier noch 3 Punkte verfügbar.
Also ich könnte jetzt hier weiter rein investieren, mache ich aber nicht, dass ich lerne, wie man jetzt hier noch Strohfensterrahmen zum Beispiel baut. Ich finde immer noch, die beste Übersetzung wäre Faser. Das ist so Faser-Geäst-Dickicht, dass sie dazu zu Baumaterialien zusammen buddeln. Sie haben es jetzt an Stroh übersetzt. Ich spitze mich hier auf diesen Tree, dass ich nächstes Mal, wenn ich auf dem Planeten wieder lande, dass ich mir dann gleich ein Holzhaus bauen kann. Heißt dann aber halt auch, ich darf meine Erfahrungspunkte jetzt nicht für Faserkram ausgeben. 3 Punkte. Hier könnten wir mal reinschauen. Da haben wir noch 3 Erfahrungspunkte, die wir also 3, das sind Talente. Und das hier sind quasi Blueprints, sind Rezepte. Also kann meine Talente aufboostern. Ich gebe mir insgesamt 100 Gesundheit mehr. Ich mache das gleiche der Ausdauer und sage da, die Ausdauerregeneration erhöhe ich. Das heißt, ich laufe jetzt insgesamt mit einer geboosterten Gesundheit rum und lade meine Ausdauer schneller wieder auf. Und da ich noch so einiges an körperlicher Arbeit mit Spitzhacke und Co. Machen werde in den nächsten Missionen, ist, glaube ich, keine falsche Entscheidung. Ich könnte auch, wenn ich Punkte hätte, in sowas investieren wie erhöhte Knochenausbeute beim Häuten. Dass ich quasi mehr Knochen aus toten Tieren rausschneide. Oder erhöhte Fleischausbeute beim Häuten. Oder wenn Stürme sind, regeneriert meine Ausdauer schneller. Also wenn ich im Sturm, im Unwetter draußen bin. Oder ich baue mehr Stein ab. Durch dieses Talent. Ich baue mehr Dinge, die ich so mit der Hand aufsammle, ab. Ich baue mehr Holz ab und so weiter. Was ich gerne skille, ist hier dieser Messerskill. Weil sobald ich hier einen Punkt drin habe, kann ich den Nahkampfschaden um 5, 10, 15% erhöhen. Durch weitere Skillpunkte, die ich einsetze. Also hier, doch, da drüben ist noch ein Wolf. Warum ist er denn jetzt nicht an meinen Hirsch dran gegangen? Ist der schon zu alt? Oh, wir haben keine Pfeile mehr. Ja, wenn ich die so durch die Gegend... ist es klar. Brauchen auch keine 42, obwohl 42 eine schöne Zahl ist. 25 reichen mir erstmal. Okay, das haben sie verändert. Dieses Hinhocken zum Schießen hat nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich dann diesen Sneaky-Bonus kriege. So, mal deaktivieren. Und dann schmeiße ich mal noch die Knochen und das Leder und die Knochen. Schmeiße ich mal noch weg. 200 Fasern. Dass wir nicht so viel Gewicht mit uns mitschleppen, weil so ein Feuer ist eine erste improvisierte Kiste sozusagen. Das heißt, selbst wenn jetzt irgendein heftiger Sturm uns hier das Häuschen abdecken würde, wären die da drin halbwegs geschützt. So. Als erstes die Ziege da drüben erlegen. Erfahrungspunkte. Da muss ich halt schon 5 bis 10 von den Steinen hier. Ne? Ja, es ist so. Also eigentlich, glaube ich, lohnt sich das Jagen. Gerade bei den größeren, gerade bei einem Wolf. Für 1500 XP mache ich nicht einfach so. Da drüben ist doch ein Wolf an dem Wolf. Fuck, wieso habe ich... Ja, guck mal, jetzt kommt er. Jetzt hat er mich wahrgenommen. Jetzt kommt er rüber geschwommen. Musste er zum Glück erstmal ordentlich ein Stück schwimmen, dass ich eine Chance habe, ihn wegzumachen. 1800 Punkte. Da oben ist noch einer. Da komme ich aber nicht hin.
So nah wie der gesunken ist, hole ich mir den noch. Das gibt schon auch nochmal Erfahrungspunkte. Dann ist nochmal 750. Da haben wir doch so einen Piranha-Fisch. Ich dachte vorhin, die hätten sie in diesem See rausgepatcht. Aber wir hatten einfach nur Glück. Also er kommt dann angeschwommen. Und wir noch einen finden. Scheinbar haben sie reduziert von der Menge her. Doof ist, weil ich wollte jetzt eigentlich hier gar nicht hin. Ja, ne? Das ist nur dieses Lachsartige. Weil da ist einer. No. Der schwimmt jetzt auf mich zu. Das sind sogar zwei. Und der andere hat mich erwischt. The terraforming went to crap, but they left a few critters behind. Changed their genes some, but you can Ja, so still richtig eat them. fies. Richtig fiese Fresse. Ja, wenn sie dich spotten, schwimmen sie halt auf dich zu. Und der eine hat mich jetzt vergiftet. Oder zwei sogar da unten links. Das ist nicht wahr, das ist kein tödliches Gift, sondern es verlangsamt mich. Es reduziert also meine Bewegungsgeschwindigkeit. Den Hirsch da drüben. Okay. Zieh den. Dann geht's. Fliege. Das ist mir nicht geklappt. Und wenn ich jetzt ein bisschen höher halte, dann treffe ich sie. Doch, jetzt Tatsache. Jetzt war es so ein Stealth-Attack. Plus 25%. Ja, und es macht einem am Anfang natürlich total Bammel, wenn man da ständig angezeigt kriegt, dass man minus Lebensenergie... Nee, es ist ja gar nicht, es geht gar nicht an die Lebensenergie ran. Es ist nur die Anzeige, du bist vergiftet und hast gerade mit den Folgen dieser Vergiftung zu kämpfen. Keinen negativen Einfluss auf die Lebensenergie. Dann bauen wir hier mal noch ein bisschen Zeug ab. Ich würde gerne das Level 5 erreichen. Weil das so die Einstiegsstufe in die nächste ja, Baumaterialstufe ist. Das heißt, ab dann kann ich Holzbauten machen aus stabilem Holz und nicht nur aus so einem Gestrüpp. Ja, ich glaube, es ist am Anfang, es ist doch immer noch die bessere Variante zu sagen, man levelt durch Ressourcenquellen. Oder sie haben die Werte sozusagen angepasst, die XP-Werte angepasst. Also im Moment habe ich so das Gefühl, wenn ich jetzt einfach hier nur stumpf ein paar Bäume umgemacht hätte, wahrscheinlich mehr XP-Zuwachs. Wir gucken mal rein. 45.786 habe ich. 786, 45.786. Damit sehe ich da drüben aber einen Hirsch. Den kriege ich doch. Der hat den Schlafen hingelegt. Okay, ich habe ihn wieder nicht so erwischt, dass es ein One-Shot war. Wahrscheinlich, weil ich ihn am Körper und nicht im Kopf getroffen habe. Oh!
Ja, man kriegt Schaden durch fallende Bäume. War ich, glaube ich, zu flott dabei, den untersten Strunk, also dann tatsächlich auch gleich zu zerlegen und nicht nur abzuhacken. So. Ich den jetzt komplett auseinandernehme. So, dann sind wir bei 46.100. 45.700. Also waren das... Den noch abmachen? Jetzt dann nochmal irgendeinen insgesamt aus. Gar keine Erfahrungspunkte gegeben. Zumindest hat es nicht angezeigt. 46.180. Also 45,7. Das waren 400 Punkte. So ein Baum. Ich habe jetzt ein bisschen mehr erhofft. Da vorne mal noch, da ist noch so ein Steinknoten. Also 400 Punkte, das ist eine der dickeren Ziegen. Wenn ich sie ausnehme, sogar ist die Ziege noch wertvoller. Das sind jetzt halt immer 30 XP pro abgebauten Teil. Und ich bin überladen. Dankeschön. Und dann mal 150, weil ich den ganzen Knoten abgebaut habe. Und quasi dafür belohnt, wenn man keinen Quatsch rumfliegen lässt. Und ich werde jetzt trotzdem dieses Siliziumerz, weil ich es jetzt hier nicht brauche, werde ich in die Gegend werfen. Auch von dem Holz, da kann man so einen Holzstapel herstellen. Dann ist das wetterdicht gelagert. Ein Wolf. Dann doch lieber als Beute. $1550. Und wenn ich jetzt so rüberflitze und die mir hole, haben wir nochmal, glaube ich, 750. Da wollte er hin. Da ist er so zielstrebig hingelaufen. Mal beobachten, ob hier noch mehr Wölfe hinkommen. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie ich das finde. Also sie haben wahrscheinlich, um Rechenleistung zu sparen, wird in der Ferne halt das ganze Buschwerk ausgeblendet. Mal sehen, ob man es jetzt sieht, wenn ich hier nah genug ranlaufe, dass am anderen Ufer Büsche erscheinen. Ne, sieht man nicht. Beim Pfeilflug sieht man es, wenn ich das hinkriege. Gucken, da drüben ist doch jetzt der Hirsch. Den werde ich doch irgendwie erwischen. Dann sieht man, dass während der Pfeil fliegt, plötzlich das Dickicht dichter wird. Der manchmal dann sogar durch Steine durchfliegt oder so. Einer. Dann habe ich im Dickicht schon verloren. Oh, klar, ich habe mich übersehen.
den hier so im Blick hatte. So, und jetzt liegt da ein Stein und Gras vor ihm. Und jetzt habt ihr gesehen, wie es ausgeblendet wurde. Wahrscheinlich, damit er das nicht ständig alles berechnen muss, hat er das ausgeblendet. Der andere Hirsch ist hier in Panik am Ufer hängen geblieben. Hat ja viele Pfeile. Keine Pfeile mehr. Wenn wir ihn so kriegen. So, wenn ich die hier so stecken, kann ich mir die rausnehmen. War doch eben nach da hinten. Läuft die ist schon wieder zu weit weg. Den Bogen nicht dran. So, jetzt bin ich gut. Ja, wo seid ihr? Ich nehme gern 1, 2 Wölfe mit. Okay, jetzt kommt schlechtes Wetter. Wahrscheinlich nur Regen. Das heißt, ich glaube, ich werde nicht zu leichtsinnig. Dann verliere ich nämlich wieder Erfahrungspunkte. Wobei, nee, Quatsch, ich habe Level 5 ja schon erreicht. Dann laufen wir jetzt zu unserem Dropship. Oben links seht ihr Level 5. Keine Tiere. Auch keine Vegetation. Sieht von hier oben. Also ich finde, das sieht hässlich aus. Wenn man dann wirklich da entlang läuft, dann sieht es gut aus. Oh ja, und dann... Ach komm, das machen wir diesmal nicht. Wir töten kein Bambi. Na? So, das ist doch jetzt ein Zeichen, dass uns das Messer kaputt gegangen ist, zu sagen. Ich ab, mein Jung. Man kann hier wohl, wenn man Exotics findet, kann man die jetzt hier einladen. Ich probiere es nochmal, ob ich irgendwas mitnehmen kann, was so ein... Also Werkzeug habe ich letztes Mal probiert, das konnte ich nicht mitnehmen. Kann ich Essen mitnehmen oder sowas wie Tee und Kaffee, um die zu erforschen, oder eine Ladung Pelz? Zurück zur Station. Wenn du in den Orbit zurückkehrst, verlierst du deinen Anspruch auf diesen Abwurf, also auf dieses Schürfgebiet, und verlierst du deinen Abwurf und löschst alle Gegenstände, die du derzeit bei dir trägst. Die Belohnungen werden berechnet, sobald niemand mehr da ist. Du kannst nicht zurückkehren. Wirklich beenden? Ja. Und jetzt fliegen wir halt mit dem Ding wieder zurück zur Raumstation. Wir kriegen jetzt hier, das ist neu. Wir kriegen hier eine Beschreibung, also Bewertung. 0 Stufe Charakter, Daumen nach oben, also wahrscheinlich habe ich es geschafft. Das ist so der Ladescreen. Eigentlich sollte das Gewehr sich drehen. Also er lädt jetzt die Raumstation. Auch wenn man da nicht groß drauf umlaufen kann. So.
Das ist unser Charakter. In meiner Ausrüstung ist jetzt nichts drin. Ist hier dieser Umweltanzug plus ein Sauerstoffslot im Anzug. Das war der, wo wir eben das Zeug reingetan haben. Und hier gibt es dann Dinge, die man sich craften kann. Und da bräuchte ich halt Forschungskosten 50 R, irgendeine Währung. Und Herstellungskosten 25 R. Und der hat dann plus ein Anzugslot, Modul. Da kann ich wahrscheinlich irgendwas mir bauen, was ich in diesen Anzugslot reinhängen kann. Und plus ein Sauerstoffslot. Also der hat quasi diesen Anzugslot. The Xigo S52 ist ein Vollspektrum Umweltschutz Jumpsuit. Also Ganzkörper Onesie. Helm und Lebensunterstützungssystem. Das ist kein Lebenserhaltungssystem, sondern ein Lebensunterstützungssystem. Und bietet einen Augment-Slot. Augment-Slot wüsste ich jetzt nicht so richtig zu übersetzen und eine erweiterte Sauerstoffkapazität. Ja, dafür müsste ich jetzt aber eine Mission angenommen haben, mit der ich Exotic gewinnen kann, weil nur das zählt auf Icarus. Die sind alle hier ganz heiß auf Exotic. Und Exotic habe ich nicht. So, Schiffgebiet abgeschlossen. Ah, da kriege ich es mal angezeigt. Klabbi hat geschafft, hat Level 5 erreicht und hat ein Krönchen gekriegt. Hier habe ich eine neue Nachricht. Das Ende meiner Schiffrechte. Und das ist mal das Gleiche. Amen. Ja, also ich kann im Moment quasi nur eine neue Mission starten. Die heißt dann Livewire Terrain Scan. Und ich habe insgesamt, wenn ich sie gestartet habe, 6 Tage Zeit, sie durchzuführen. Das ist jetzt Real-Life-Zeit. Das heißt, in 7 Tagen, lustigerweise beginnt der Timer jetzt schon zu laufen. Das ist, wenn ich hier drauf gehe, habe ich auch 7 Tage Zeit. Also in genau einer Woche Real-Life-Time würde er mir... Das ist ja spannend. Das heißt, wenn ich die jetzt mache und bestehe, dann fangen ja alle drumherum an zu laufen. Und wenn dann eine abgelaufen ist, darf ich sie nicht mehr machen? Ach du Heiland. Okay, hier sagt er mir noch nichts zu. Also wir wissen nur... Welcome back. Lagos unit runs Icarus for the UDA, but most of this planet's still a blank on the map. The unit wants new drop zones, which means getting terrain scans, and they'll pay for the privilege. Just set up a radar at 3 locations and come back alive. You up for it? Okay, das könnte ich jetzt annehmen, beziehungsweise das machen wir in der nächsten Folge. Und wenn wir das abschließen, gibt es 100 R Belohnung. Jetzt schauen wir nochmal in unsere Werkstatt rein, wie weit wir mit 100 R kommen. Doch, da könnte ich mir zur Not 4 von den Dingern. Also wahrscheinlich muss ich 50 ausgeben, um es zu bauen. Also zu erforschen, so rum. Und dann kann ich mir das für 25, kann ich mir das bauen. Und habe dann noch 25 übrig, um mir ein synthetisches Nahrungsprodukt zu erforschen. Und dann aber kein Geld mehr, um das auch zu kaufen. Und da, oder? Das wäre entweder hier die Nahrung oder hier wird dann ja auch freigeschaltet eine 3D geprintete Metallaxt.
125 Ertrag beim Fällen von Bäumen oder eine Exotic Pickaxe. Moment, wenn ich hier, ich verdiene 100, ich gebe 5, ich habe 25 noch übrig. Damit kann ich das nicht mal erforschen. Das auch nicht. Ein Speer, das auch nicht. Ein Messer auch nicht. Die kosten alle, Forschen kostet alles 75. Ne, 25. Die Werkzeuge kosten 75. Essen kostet 25. Und hier wäre ein erweiterter Umweltanzug. Der hat dann 5 Rüstungsschutz sozusagen, hat ein Anzugslot-Modul, ein Sauerstoffslot und einen Wasserslot. Ein Anzug, ein Sauerstoff, ein Wasser und eine erhöhte Deckung. Das ist, glaube ich, der Anzug, wenn du das ist so ein kleines bisschen, mini bisschen Pay to Win. Oder kann ich da draufklicken? Ah, ist es gar nicht. Ist es doch. Müssen wir forschen, klicken. Ja, das kann man nur. Hab's nicht erforscht, oder? Nee. Das kann man nur erforschen, wenn man die erweiterte, also die Deluxe-Version des Spiels gekauft hat. Ja, soweit als Ausblick, wie es weitergeht. Also hier Schiffgebiet, Mission. Was wir alternativ noch machen könnten, wäre hier einen Außenposten uns aussuchen. Die sind sozusagen kostenlos. Iceholm, Arkwood oder Holdfast. Das sind sogenannte Safe Zones. Da gibt es keine Raubtiere. Ist auch doof fürs Jagen. Da gibt es halt auch keine Raubtiere. Und die Stürme verursachen keine Schäden an den Gebäuden. Das heißt, das ist so für die Fraktion, die gerne Häuser baut. Ja, das ist also ja, im Prinzip ist es eine Sandbox einfach zum Spielen, ohne die Angst zu sterben. Man macht da kaum oder deutlich reduzierte Anzahl von Erfahrungspunkten. Und hat halt keine Mission im Hintergrund und kann sich dafür eine richtig schöne Villa bauen. Weil das, was wir jetzt gebaut haben, das hat er gesagt, wir kommen nie wieder zurück. Das heißt, selbst wenn wir nochmal an den Ort kommen sollten, ist unsere kleine Hütte, die wir gebaut haben, ist dann weg. Soweit für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn Klami weiter Icarus spielt. Bis dahin wünsche ich eine wunderschöne Zeit. Macht's gut, bleibt gesund. Der Klabautermann.